G-Shock, G-Shock. You like my oxygen, make it seem like the barging down. Got my heart no barging in, from the beat to the flow to the couch. Lass gerne ein Abo da mit Glocke, dann bekommst du sofort eine Info, wenn es wieder was Neues gibt. Hier dreht sich alles rund um Uhren und ganz, ganz viel G-Shock. Guck. Got my heart no in the bed. Erster. Break your hand in. Get us every day. Got my heart no. Hier ist wieder der von Watch David. Hi. Schön, dass du wieder da bist. Heute wieder was richtig Cooles mitgebracht. Und zwar aus dem Hause G-Shock. Wo ist sie denn? Die City Illumination. Guck dir mal bitte die Farben hier an. Das finde ich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Hier auch das Lila, wo ich sie hier gerade liegen habe. Hier, wo wir da vom Lila reden. Ach geil, hier schön in Glänzen und hier schön auf dem Carbon. Stark, ne? Hinter hier an der Seite auch noch die einzelnen Farben. Ja, sieht schon sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Ja. Interessant ist allerdings, dass es sich hierbei um ein B2000er Modell handelt, also praktisch eigentlich einen Vorgänger. Wieso man das gemacht hat, das ist mir ein Rätsel, weil leider haben wir halt auch kein Schnellwechselbandsystem. Das haben wir ja nur bei den B3000ern. Und wenn ihr jetzt eure B3000er Bänder hier dran machen wollt, Pustekuchen, funktioniert so nicht. Weil, wie gesagt, altes Modell. Aber dafür limitiert. Aber limitiert bei G-Shock wissen wir ja. Einmal heißt es, 2 Minuten später sind alle weg. Ich denke mal, das ist im Lager 2 angesiedelt. Allerdings finde ich die Uhr richtig nice, muss ich sagen. Gefällt mir schon sehr gut. Die Farben, das ist mal was ganz anderes. Es ist nicht ganz so knallig. Es kommt relativ dezent daher, je nach Lichteinfall. Dadurch, dass eben diese Markierungen da noch drin sind, wirkt es halt immer anders. Das ist halt schon richtig, richtig nice, muss ich sagen. So, hier das gute Stück am Handgelenk. Ich finde, das sieht, wie gesagt, relativ dezent aus. Auch mit dem schwarzen Band und den Carbon-Applikationen hier. Ja, also ich finde es stark, auch am Handgelenk. Die B3000er kommt ja etwas filigraner, kleiner daher. Aber, naja, wer die Uhr cool findet, dem sollte es auch nichts ausmachen, dass es sich noch um eine B2000er handelt. Das sind ja keine schlechten Uhren, ganz im Gegenteil. Ja, aber die Farbverläufe, das kriegt auch irgendwie wieder nur G-Shock hin, ne? Wir hatten das ja bei der Vierer-Truppe. Da ging es ja auch schon los mit den Farbverläufen à la AFL. AFL malt ja jetzt nur noch irgendwelche Uhren an mit irgendwelchen kleinen, was weiß ich, Weihnachtsbärchen und so weiter. Könnt ihr mich ja mit jagen, finde ich überhaupt nicht gut. Aber ja, das rockt halt richtig und das macht mich richtig an. Was sagst du denn dazu? So, mal ein bisschen ankitzeln hier. Wir haben ja sogar einen Loom. Ist bei vielen G-Shock so, wissen die wenigsten. Und hält auch schön lange. So, hier sehen wir jetzt nochmal richtig schön die Farben. Ich versuche das hier mal recht ruckelfrei einzufangen. Guck mal hier, oh, Hammer, ne? Ja, es sind gerade die großen Stunde und Minute übereinander genau. Guckt euch das mal bitte an, ey. Bah. Mega finde ich das. Also diese Farbtöne hier. Diese Farbverläufe sind schon echt stark. Gefällt mir richtig, richtig gut. Guck mal. Mega, 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 mega. Und hier die City Skylines. Stark, ne? Wie gesagt, schaut mal bei Chrono24 rein oder woanders. Es gibt einige Juweliere, die verkaufen die gerade etwas günstiger. Also ist dezent, ne? Also ist nicht so knallig halt. Und das finde ich ziemlich cool.
Man muss zweimal hingucken, auch mit diesem Blau, also dieses hellblau da, das sieht halt schon echt sehr nice aus, ne? Und trag dich gerne in den Newsletter ein. Da gibt es gleich 10 € Gutscheincode. Und zwar unter watchdavid.shop oder unter watchdavid.de. Mein Fazit, über was reden wir hier überhaupt? 1500 €. Aber ich kann euch sagen, ich habe gerade bei Chrono24 schon eine von einem italienischen Händler für 1150 gesehen. Also da solltet ihr einfach mal reinschauen, wenn euch die Uhr anmacht. Wie gesagt, scheint wieder eine größere Limitierung zu sein. Aber irgendwann ist diese Limitierung auch weg und den Preis von 1150, das ist schon sehr nice. Da reden wir irgendwie roundabout 30%. Da könnte man zuschlagen, finde ich. Ja, auch wenn es ein B2000er Modell ist. Was sagst du denn? Ich finde eben auch die Seite sehr nice mit den einzelnen Schichten, die wir hier sehen. Ja, und dann eben diese Farbverläufe. Aber am meisten machen nicht wirklich die Zeiger an, ne? Und das Logo und innen drin, wie man diese Farben dann so sieht, auf den zweiten Blick. Das finde ich schon sehr stark. So, das war jetzt mal ein ganz kurzes und knackiges Video zu der neuen G-Shock. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Lass gerne ein Abo da. Daumen nach oben nicht vergessen. Du bist ja jetzt sowieso da. Dann klick da jetzt mal eben kurz auf den Daumen. Jetzt klick, 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 klick. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich. Also hau rein, ne? Mach gut. Ciao.